Probiotika, Antioxidantien und mehr. Was passiert mit Chilis, wenn sie fermentieren? Dieser Frage gehen wir in diesem Video auf den Grund. Dafür habe ich hier meine Chilis am Vortag gewaschen und über Nacht trocknen lassen. Die Hände sind frisch gewaschen und wenn ihr mit Chilis ohne Handschuhe wie ich arbeitet, dann dürft ihr euch an dem Tag später, auch wenn ihr danach direkt eure Hände wascht, nicht mehr in die Schleimhäute greifen. Ein gut gemeinter Tipp. Ich schneide das Ganze hier in mundgerechte Stücke und hier das Glasgewicht und die 2 Gläser, die ihr seht, die habe ich vorher sterilisiert bei 140 Grad Ober- und Unterhitze in meinem Mini-Backofen für 15 bis 20 Minuten. Das ist meine Ausbeute und dann habe ich jetzt hier 2 verschieden große Gläser und wusste noch nicht so recht, was ich damit mache und habe gedacht, Mensch, ich mache ein Glas mit roten Chilis, das andere wird so ein bisschen bunter, dann hat man so ein bisschen nochmal so eine Farbspielerei. Und dann habe ich aber festgestellt, das eine Glas ist recht voll und das andere eher nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Emma, das gefällt mir noch nicht so. Ja, ich habe die roten Chilis dann in das große Glas mit hinzugegeben, das passte dann tatsächlich besser. Dazu kommt jetzt dann eine Salzlake. Die sollte mindestens 2 bis 3% Salz enthalten. Ränder werden sauber gemacht. Dafür habe ich hier das Wasser abgewogen und gebe jetzt entsprechend das Salz mit hinzu. Das Ganze wird verrührt. Und was ist da überhaupt so gut an der Fermentation? Also Chilis sind ja von Natur aus reich an Vitamin C, Capsaicin und anderen Antioxidantien. Und die bekämpfen ja die freien Radikalen und reduzieren die Entzündungen. Das ist ja schon mal super. Aber durch die Fermentation, die wir jetzt gleich machen, wird die Bioverfügbarkeit dieser Stoffe erhöht, sodass dein Körper sie dann besser aufnehmen kann. Ist wirklich sehr wichtig, vor allem je älter man wird. Ich merke das auch. Ich gieße das Ganze jetzt auf und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass meine 250 Milliliter Wasser noch nicht ganz gereicht haben. Also habe ich noch meine Salzlake angesetzt, das Ganze aufgefüllt und dann habe ich Archimedes vergessen. Die Verdrängung hier durch das Glasgewicht. Es ist Gott sei Dank nicht übergelaufen, es hat aber nicht mehr viel gefehlt. Also habe ich ein bisschen wieder abgenommen. Müsste man jetzt eigentlich nicht, aber ich wollte es ein bisschen niedriger wieder haben. Das Gute ist, die Salzlake kann man selbstverständlich wieder weiterverwenden. So, ja, das passt besser. Der Deckel, der da jetzt drauf kommt, den am besten vorher mit einem Schuss Essig und heißem Wasser einmal schön desinfizieren, dann trocknen und einfach drauflegen und bei Zimmertemperatur stehen lassen. Nach ein paar Tagen kann man schon sehen, das Wasser trübt sich so ein bisschen ein, es bilden sich Luftblasen und oben hat sich so ein kleiner Schleim entwickelt. Also der sieht fast so aus wie in Richtung Essigmutter. Die könnt ihr jetzt wegnehmen. Ich habe sie einfach untergerührt. Ich zeige sie euch noch mal ein bisschen näher. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Das löst sich da einfach noch mal. So, schaut mal. Und auch die Kerne, die könnt ihr entfernen, falls ihr das Gefühl habt, da bildet sich irgendwie was. Ansonsten, wenn ihr nicht täglich umrührt, dann sieht das Ganze so aus. Es ist schon eingeschrumpft, das kann man erkennen. Es ist noch trüber geworden. Die Farben sind nicht mehr ganz so farbenfroh. Es ist ein bisschen blasser geworden. Dafür ist das an die Flüssigkeit abgegeben worden. Und dann hat sich hier Kamhefe gebildet. Die ist überhaupt nicht schädlich, ganz im Gegenteil, die ist sogar sehr gesund. Bei Essig wäre das was anderes, da müsste sie weg, weil der Essig dann weniger atmen kann. Der braucht Sauerstoff. Wen die Kamhefe stört, der sollte die fermentierten Chilis täglich einmal eben kurz umrühren und wenn sich dann doch Kamhefe gebildet hat, dann entweder mit dem Löffel abnehmen oder, wenn das wie bei mir nicht ganz so gut klappt, eben hier kurz mit einem sauberen Küchenkrepp rein. Dann den Deckel wieder drauf. Ich verschließe den also nicht richtig, sondern nur so ganz leicht, dass die Luft entweichen kann. Und dann
circa 5 bis 14 Tage, je nachdem. Je weniger, also je kürzer ihr das fermentiert, umso schärfer wird es. Wenn ihr es länger fermentiert, wird es ein bisschen milder. Und ich muss tatsächlich sagen, vor unseren Kindern habe ich Schärfe sehr gut vertragen. Mittlerweile ist das nicht mehr so der Fall, deswegen habe ich das länger fermentiert. Das Glasgewicht mache ich dann später nochmal mit Spülmittel und Wasser eben sauber. So, und das Ganze wird dann eben abgegossen. Hier könnt ihr es sehen. Also ich finde, die Farben sehen immer noch richtig, richtig schön aus. Und dann gebe ich das Ganze in meine kleine Gewürzmühle hinein. Das könnt ihr auch in einem Mixer machen oder wenn ihr einen Zauberstab habt, gebt ihr das rüber. Ich habe dann festgestellt, mit 2 Gabeln komme ich jetzt hier weiter. Ihr könntet theoretisch auch eure Hände nehmen. Ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtiger und nehme deswegen hier eben die Gabel. So, und das passt eigentlich tatsächlich ganz gut rein. Ich habe ja hier diese kleine Gewürzmühle von meiner Küchenmaschine, von der Kenwood. Und da passte das von der Menge her hinein. Ich hatte jetzt so um die 107 Gramm Chilis am Anfang. So, und ich kann euch tatsächlich sagen, das hat so einen Spaß gemacht mit der Fermentation. Das werde ich in jedem Fall nochmal machen, weil die Soße auch unheimlich lecker ist, die da später raus geworden ist. Und dann macht ihr das ganz nach Geschmack. Ich habe jetzt nur Salz hinzugegeben, ein bisschen Apfelessig, dann von meinem eigenen angesetzten Öl, das habe ich ja mit ein bisschen Knoblauch und so gemacht, das habe ich mit hinzugegeben. Und dann mixe ich das Ganze schon mal an. Ihr könnt auch ein bisschen Zucker hinzugeben oder ein bisschen Sirup. Und dann hättet ihr jetzt so eine schöne Chili-Paste von der Konsistenz her. Ich möchte aber tatsächlich eine richtig schöne Soße haben, die ich dann in ein Glas umfülle und die ich dann so schlückchenweise dann ins Essen geben kann, sodass meiner Familie das auch nicht auffällt. Mit der Paste komme ich da nicht so weit. Also wer mag, lässt das Ganze jetzt so sein, schmeckt es nochmal eben ab. Ob das so gut ist, sonst ein bisschen nachwürzen, entweder ein bisschen Salz, ein bisschen Sirup oder ähnliches für den Umami-Geschmack. Für mich war das noch nicht flüssig genug, also habe ich, weil ich das nicht weggegossen habe, hier von der Salzlake was hinzugegeben, denn das ist voller probiotischer Bakterien. Denn die Milchsäurebakterien haben den natürlichen Zucker in den Chilis abgebaut. Die Milchsäure wurde produziert. Und dies sorgt nicht nur für den leicht säuerlichen Geschmack, sondern ist auch wirklich ein echter Booster für die Darmflora. Und ein gesunder Darm bedeutet immer ein starkes Immunsystem, eine bessere Verdauung und mehr Wohlbefinden. Deswegen gebe ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Also ich habe so ein bisschen gespielt mit den Geschmäckern, immer mal wieder ganz leicht abgeschmeckt. Dafür habe ich so eine kleine Kuchengabel genommen, keinen Löffel und irgendwann war die Konsistenz dann so, wie ich sie haben wollte. Und durch die Fermentation, ich habe hier übrigens die Flasche auch wieder heiß ausgespült. Durch die Fermentation schmecken die Chilis nicht nur scharf, sie entwickeln eine viel tiefere Aromatik mit leicht säuerlichen, würzigen und Umami-ähnlichen Noten. Das heißt, ihr könnt euer Essen jetzt wirklich hier schön genießen. Es ist super haltbar im Kühlschrank, also wirklich auch für längere Zeit und das hier nicht wegwerfen. Das könnt ihr in eine Suppe geben oder auch so nochmal eben essen. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.